Moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem Videosegelkurs. In diesem Video erkläre ich dir, wie du das Boje-über-Bord-Manöver fahren kannst. Alles, was ich dir in diesem Video zeige, findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Selnator. Da beschreibe ich dir alles ganz genau Schritt für Schritt und erkläre noch ein paar Tipps und Tricks, die ich hier im Video leider nicht zeigen kann. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Vorweg noch der Hinweis, dieses Video ist keine Anleitung zum selber Segeln lernen, sondern es ist als Ergänzung zu einem Segelkurs gedacht. Gehe bitte nie ohne eine segelerfahrene Person an Bord, beziehungsweise nur unter der Aufsicht eines Segellehrers mit einem Segelboot aufs Wasser. Vielen Dank! Wie gesagt, dieses Video handelt vom Rettungsmanöver und die Boje ist hier gerade über Bord gegangen. Und wenn du die Videos Aufschießer und Kuhwände noch nicht gesehen hast, schau dir diese bitte vorher an, damit du besser verstehst, was ich hier jetzt erkläre. Links dorthin findest du in der Videobeschreibung. Ich zeige hier zwei Varianten des Manövers. Einmal fallen wir auf Raumwindkurs ab, nachdem die Boje über Bord gegangen ist, fahren eine Kuhwende und schießen dann zur Boje hin auf. Zweite Variante, wir fallen auf Halbwindkurs ab, fahren die Kuhwende in Luft der Boje, fallen danach bis hierher ab und schießen dann auf. Was du im Unterricht lernen wirst, hängt von den Präferenzen des Segellehrers ab und der weiß auch, wie die Prüfer es später in der Prüfung sehen wollen. Ich würde auf jeden Fall beide Varianten einmal ausprobieren und nach der Prüfung dann entscheiden, welche für dich die beste ist. Wenn du mein Video über den Aufschießer angeschaut hast, dann hast du gesehen, dass ich dabei so angefahren bin und dann so in Richtung Boje aufgeschossen bin. Das ist der richtige Aufschießer. Es gibt aber auch hier noch eine andere Variante, und zwar den Nahezu-Aufschießer. Da fährt man nicht im 90-Grad-Winkel auf die Boje zu, sondern im 45-Grad-Winkel. Auch hier musst du unbedingt wieder deinem Segellehrer vertrauen. Der wird dir sagen, wie du es für die Prüfung machen sollst. Du kannst ja mal bei Interesse beide Möglichkeiten ausprobieren und nach der Prüfung entscheiden, womit du besser zurechtkommst. Der Nachteil vom Aufschießer beim Boje-über-Bord-Manöver ist, dass man, wenn man aufgeschossen ist, im Wind steht und nicht mehr manövrierfähig ist. Also wenn man sich verfahren hat, zum Beispiel am Ziel vorbeigefahren ist oder vorher verhungert ist, dann kommt man nicht mehr an die Boje dran. Ja, und dann muss man das ganze Manöver wiederholen und das ist ziemlich zeitaufwendig. Hat man es beim ersten Versuch geschafft und ist neben der Boje zum Stehen gekommen, dann kann man sich nicht sicher sein, ob man die Boje nicht vielleicht überfährt. Denn mit dem Wind kommen ja auch Wellen, das Boot hebt und senkt sich und man kann mit dem Rumpf auf die Boje schlagen. Da der Bug in den Wind zeigt, kann man sich nicht entscheiden, ob man die Boje in Lee oder Luf aufnimmt, sondern nur dafür, ob an Backbord oder Steuerbord. Und wenn man die Boje aufnehmen will, neigt sich das Boot auf die Seite und wenn man in der Hektik nicht aufpasst, schlägt einem der Baum an den Kopf. Wenn man hingegen nahezu aufschießt und vorher die Schoten loswirft, dann wehen die Segel nach Lee aus. Man sollte deshalb versuchen, die Boje so anzusteuern, dass man sie nicht in Lee, sondern in Luf aufnimmt. Die Segel wehen dann wie gesagt nach Lee aus, so sind sie bei der Aufnahme der Boje nicht im Weg und wenn man mit dem Boot nicht an die Boje herankommt, holt man die Segel nochmal kurz an, fährt ein Stückchen weiter, wirft die Schoten wieder los und kann dann die Boje bequem aufnehmen. Danach braucht man die Segel einfach nur wieder anholen und kann weiterfahren. Aber wie gesagt, wie ihr es im Unterricht macht, entscheidet euer Segellehrer, denn der weiß, wie die Prüfer es sehen wollen und ihr entscheidet nach der Prüfung, wie ihr es machen wollt. Jetzt geht's aber endlich los. Das hier ist die Situation im Segelkurs. Ihr seid zu zweit im Boot und wollt die Boje über Bord werfen. Wir befinden uns hier auf Amwindkurs. Die Boje geht über Bord, sie richtet sich jetzt aus und wir sehen, woher der wahre Wind kommt. Und jetzt ist die Frage, wie wir zurück zur Boje kommen, um sie wieder an Bord holen zu können. Wie wir beim Aufschießer gelernt haben, müssen wir uns, um aufschießen zu können, in Lee der Boje befinden. Also müssen wir da irgendwie hinkommen. Und wie kommen wir nach Lee? Mit Anlufen oder mit Abfallen? Ja, mit Abfallen. Und was machen wir dafür mit der Pinne? Genau, wir ziehen an der Pinne und fallen ab. Und was machen wir noch beim Abfallen? Genau, wir öffnen die Segel. Und wie weit fallen wir jetzt ab? Wenn wir zu weit abfallen, bekommt das Großsegel irgendwann Wind von der anderen Seite, schlägt herüber, der Baum trifft vielleicht den Steuermann und er geht über Bord und das wollen wir nicht. Deswegen müssen wir auf zwei Zeichen achten, die uns davor warnen, noch weiter abzufallen. Auf Amwindkurs, beim Vortrieb durch Auftrieb, kränkt ein Boot ja. Wenn wir abfallen, gehen wir irgendwann in den Vortrieb durch Widerstand über, die Querkraft lässt nach und auf dem Raumwindkurs angekommen, kränkt das Boot gar nicht mehr. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter abfallen, was passiert dann? Die Fock fällt hinter dem Großsegel ein.
Wenn die Krängung rausgeht, ist das schon mal ein Alarmsignal. Wenn die Fock einfällt, ist es fast schon zu spät. Also wenn die Fock einfällt, sofort gegensteuern, bis die Fock wieder steht. Jetzt befinden wir uns auf dem richtigen Kurs, um weit genug nach Lee abfallen zu können, dort unsere Kuhwende fahren zu können und dann aufzuschießen. Wir halten also diesen Kurs und jetzt ist die Frage, wie weit fahren wir, bis wir die Kuhwende einleiten. Da ist jetzt die allgemeine Regel, dass wir 3 Bootslängen abfallen. Bootslängen, nicht zu verwechseln mit Tankerlängen. Aber von welchem Punkt aus messen wir die Entfernung? Wir wollen ja in Lee der Boje, um aufschießen zu können, und zwar ungefähr 3 Bootslängen. Als Anhaltspunkt nehmen wir dafür die Lee-Luv-Linie, die hier verläuft, als Trennlinie zwischen Luv und Lee der Boje. Von dieser Linie aus wird gemessen. Wir überfahren also die Lee-Luv-Linie und jetzt haben wir uns grob eine Bootslänge von ihr entfernt und ab da zählt der Vorschoter 1. Wir fahren weiter und haben wir uns 2 Bootslängen entfernt, zählt der Vorschoter 2. Dann gibt der Steuermann das Kommando, alles klar zur Kuhwende. Ist klar, kommt vom Vorschoter zurück. Nach 3 Bootslängen Abstand kommen die Kommandos des Steuermanns Reh und Schoten mitführen. Er leitet die Kuhwende ein, der Vorschoter schaut immer schön nach der Boje. Jetzt sind wir im Wind, gehen mit dem Bug durch den Wind. Der Baum kommt herüber und der Steuermann setzt sich um. Und jetzt ist das erste Mal, wo der Steuermann nach der Boje Ausschau hält. Bisher hat nur der Vorschoter die Lage der Boje beobachtet. Der Vorschoter holt natürlich die Fock über, was ich hier jetzt leider vergessen habe. Jetzt schaut der Steuermann also auf die Boje, sieht sie und überlegt sich, wo ist die Lee-Luv-Linie und wie weit bin ich davon entfernt? Fahre ich schon auf einer Linie eine Bootslänge parallel dazu? Oder muss ich noch anlufen oder abfallen, um darauf zu kommen? Hier sieht es jetzt schon mal ganz gut aus und wir müssen uns nur noch in die Position bringen, um aufschießen zu können. Jetzt stellt sich die Frage, wann leiten wir den Aufschießer ein? Und da gibt es einen Trick, und zwar wirft der Vorschoter die Fock los. Die Fock weht auf diesem Kurs dann ungefähr so nach hinten aus, genauso wie der Verklicker. Wenn das Schothorn und der Hals der Fock mit der Boje eine Linie bilden, was sie jetzt noch nicht tun, das machen sie erst ungefähr hier, dann ist es Zeit, den Nahezuaufschießer einzuleiten. Jetzt möchte der Steuermann wissen, wann es soweit ist. Der Vorschoter behält die Boje und die beiden Punkte am Segel im Auge und zählt einen Countdown herunter. 3, 2, 1. Bei 1 kommt das Kommando vom Steuermann, alles klar zum Nahezuaufschießer. Der Vorschoter antwortet, ist klar und sagt dann 0. Jetzt sind unsere 3 Punkte auf Linie und jetzt wird der Nahezuaufschießer eingeleitet und das Kommando Schoten los gegeben. Das Segelboot fährt jetzt auf die Boje zu, die Segel wehen nach Lee aus, das Boot kommt zum Stehen, wir können die Boje aufnehmen und werden nicht durch die Segel dabei gestört. Aber wie gesagt, einen richtigen Aufschießer zu fahren ist nicht falsch. Ihr könnt euch ja nach der Prüfung zwischen den beiden Varianten entscheiden. Wenn ihr die Boje mit dem Nahezuaufschießer fast erreicht habt, dann lassen wir sie nicht in Lee liegen, denn dann haben wir das Problem, dass die Segel uns im Weg sind. Sondern wir fahren sie so an, dass sie in Luv von unserem Boot liegt. Wir warten möglichst, bis wir mit den Wanten an der Boje vorbeigefahren sind, um sie aufzunehmen. Wenn wir vor den Wanten nach ihr greifen und das Boot vielleicht noch ein bisschen Fahrt hat, bekommen wir ein Problem. Eine Boje wiegt ja nichts und die kann man leicht an Bord holen, aber wenn da ein Mensch im Wasser ist, der ist schwer. Wenn sich das Boot bewegt, können wir einen Menschen, wenn wir an den Wanten hängen bleiben, nicht festhalten. Wenn wir ihn hinter den Wanten zu fassen bekommen, dann können wir ihn trotz Fahrt immer noch halten, hinten zum Heck führen und dort ins Boot holen. Deshalb erst mit den Wanten an der Boje vorbeifahren und diese erst dahinter aufnehmen. Wenn ihr euch das gleich schon so angewöhnt, dann macht ihr es auch richtig, wenn es später mal zum Ernstfall kommt. Jetzt werden die Segel angeholt und wir können weiter üben. Jetzt mal das ganze Manöver mit Kommandos. Die Boje geht über Bord, der Vorschoter ruft, Boje über Bord an Steuerbord. Der Steuermann wiederholt, Boje über Bord an Steuerbord, Rettungsmittel auswerfen, Ausguck besetzen durch Vorschoter, 4 auf die Schoten auf Raumwindkurs. Dabei fällt er ab. Die Krängung geht aus dem Boot, die Fock fällt ein, der Steuermann luft sofort so weit an, bis die Fock wieder steht und hält diesen Kurs. Der Vorschoter beobachtet die Boje und lässt sie nicht mehr aus den Augen. Jetzt kommt das Kommando Ausguck zählen.
Der Vorschoter sagt nach den entsprechenden Bootslängen Abstand 1, 2, Kommando des Steuermanns, alles klar zur Kuhwende. Antwort des Vorschoters ist klar. 3. Schoten mitführen. Das Boot geht durch den Wind. Nach der Wende kommen die Segel über. Der Steuermann setzt sich um. Jetzt kann er die Boje sehen und entscheidet, ob er jetzt noch weiter anlufen oder abfallen soll. Wir fallen jetzt noch ein bisschen ab und bringen uns so auf eine Linie, eine Bootslänge Abstand parallel zur Lee-Luv-Linie. Kommando des Steuermanns, Ausguck, Countdown. Der Vorschoter wirft die Fock los und zählt herunter. 3, 2, 1. Kommando des Steuermanns, alles klar zum Nahezuaufschießer. Ist klar, kommt vom Vorschoter. 0. Schoten los. Die Segel wehen nach Lee aus. Kommando, Aufnehmen der Boje an Steuerbord. Wenn der Vorschoter die Boje aufgenommen hat, sagt er, Boje gefasst. Kommando, hol an die Schoten auf Amwindkurs und dann Amwindkurs liegt an. Wenn man jetzt nicht auf so viele Parameter achten will, um die Patenthalse zu vermeiden, kann man auch anstatt auf Raumwindkurs abzufallen, nur auf den Halbwindkurs abfallen. Beziehungsweise es muss nicht der Halbwindkurs sein, sondern ein Kurs 90 Grad zum wahren Wind. Man fährt sozusagen ein Stück in Luv parallel der Lee-Luv-Linie. Mit dem Wind kommen ja immer Wellen herein und die Welle, die gerade unter der Boje durchgeht, das ist dann die Lee-Luv-Linie. Jetzt wird beim Zählen nicht der Abstand zur Lee-Luv-Linie gemessen, sondern der Abstand zur Boje. Also fahren wir jetzt weiter. 1, 2, 3 und machen dann hier in Luv der Boje unsere Kuhwende und fahren dann nach Lee. Jetzt kann der Steuermann ja die ganze Zeit sehen, wo er ist. Wenn er sich in einer Bootslänge Abstand in Lee zur Lee-Luv-Linie befindet, schlägt er ein. Der Vorschoter wirft die Fock los. Wenn die in einer Linie steht mit dem Punkt, wo wir zum Stehen kommen wollen, wird nahezu aufgeschossen und die Boje aufgenommen. Ob man nun wie zuerst gezeigt die Kuhwende in Lee der Boje fährt oder ob sie in Luv gefahren wird oder sogar auf der Lee-Luv-Linie, ist eigentlich relativ egal. Das Ziel ist, in Lee der Boje zu kommen, auf die Linie eine Bootslänge Abstand parallel zur Lee-Luv-Linie, damit man von dort aus aufschießen kann. Wie ihr das für die Prüfung für euren Segelschein macht und ob ihr nun zum Schluss richtig oder nahezu aufschießt, das erklärt euch euer Segellehrer. Ich empfehle euch beides mal auszuprobieren und euch nach der Prüfung zu entscheiden, womit ihr besser zurechtkommt. Alles, was ich dir in diesem Video gezeigt habe, findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Selnator. Dort beschreibe ich alles ganz genau und Schritt für Schritt und erkläre noch ein paar Tipps und Tricks, die ich hier im Video leider nicht zeigen konnte. Wenn du noch Fragen hast, schreib einfach einen Kommentar unter das Video. Ich werde versuchen, sie zu beantworten, aber wie gesagt, es steht alles ganz genau in meinem Buch. Im nächsten Video erkläre ich dir die Halse, also wie man mit dem Heck durch den Wind geht. Einen Link dahin findest du in der Videobeschreibung. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch einen Daumen nach oben und abonniere bitte den Kanal, damit du das nächste Video nicht verpasst. Einen Link zu meinem Buch findest du unten in der Videobeschreibung. Es ist so geschrieben, dass du dich mit jedem Kapitel auf deine nächste Segelstunde vorbereiten kannst und danach nochmal alles wiederholen kannst. Das Buch gibt es übrigens auch als E-Book und Buch und E-Book sind super dafür geeignet, sich auf einen Segelkurs vorzubereiten und auch während des Kurses nachzulesen, was man gerade gemacht hat. Es ist praxisnah geschrieben und ich denke, dein Segellehrer wird alles ganz ähnlich erklären und mit dem Buch wirst du es besser und schneller verstehen und kannst dann schneller segeln lernen. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Ich bringe das Buch im Selbstverlag heraus und würde mich freuen, wenn du es dir kaufst und mich als unabhängigen Autor damit unterstützt. Vielen Dank!